Heute sind wir im Vorraum unserer Bibliothek in der Ausstellung 100 Jahre Pocken in Zürich. Ursula, wieso machen wir in unserer Bibliothek eigentlich Ausstellungen? Ja, also das hat eigentlich begonnen, als wir hier eingezogen sind in diese Bibliothek. Wir waren nicht schon immer da in dieser Medizinbibliothek. Wir wurden 2017 integriert. Das ist eine alte medizinhistorische Sammlung, die da in diese eigentlich eher naturwissenschaftlich modern ausgerichtete Bibliothek hineinkam. Und da hat man gesagt, machen wir doch Ausstellungen. Und die Ausstellung hier, das ist schon die 6. Also wir haben dann auch gesagt, wir machen Wechselausstellungen, nicht irgendwie, wir stellen einfach ein paar schöne Bücher in die Vitrine und das war's dann, sondern immer wieder ein neues Thema. Und die Idee dahinter ist, dass wir einfach auch ein paar Dinge zeigen, die wir so in dieser Sammlung haben und möglichst auch die Ausrichtung so machen, dass es ein bisschen Interesse weckt von dem doch jungen Publikum, das wir hier in der Bibliothek haben. Wie kommst du auf die Themen für deine Ausstellung? Also die Themen sind eigentlich, ehrlich gesagt, waren bis jetzt nie das Problem. Also ich habe eigentlich immer irgendwelche Ideen, die fliegen mir irgendwie zu oder es gibt etwas, das sich anbietet. Also wir hatten schon ein paar Mal auch so Kooperationen, das finde ich lässig, weil ich dann auch mit Leuten zusammenarbeiten kann, die ich teils von früher kenne, aus dem ehemaligen Institut, aus dem wir integriert wurden oder die sonst irgendwie spannend sind. Und da zum Beispiel kam mal an die Theke eine ältere Dame, die ich aus dem Institut kannte und die hat gesagt, ja, sie schreibt jetzt eine Biografie über Anna Heer. Da habe ich gedacht, das ist super, oder? Anna Heer, das ist, muss man wissen, das ist die Gründerin der Pflegerinnenschule hier in Zürich. Und das ist einfach ideal für den Standort hier, weil wir hier ja auch eine Schule für Pflegeberufe noch im Haus haben. Und das fand ich einfach spannend. Und mit ihr sowieso, weil ich wusste, sie ist eine total spannende Person selber, eine ältere Dame, die schon die Biografie über die erste Schweizer Ärztin geschrieben hat. Und das hat sich dann auch extrem gelohnt, weil wir haben dann noch eine Lesung mit ihr gemacht und sie war im Haus schon bekannt, eben gerade bei diesen Pflegeberufen, Ausbildnern. Und das war eigentlich dann auch ein Publikumserfolg und war lässig. Ja, und andere Themen wie jetzt 100 Jahre Pocken in Zürich sind aus Aktualitätsgründen. Aus Aktualitätsgründen, also weil das hat dann gerade gepasst, dass das jetzt 100 Jahre her war, aber es hat schlussendlich auch mit einer Kooperation zu tun, dass ich gedacht habe, ich möchte mal etwas mit Moulagen machen und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Moulagenmuseum, die ich eben auch von früher kenne und sie haben gesagt, ja, das ein Highlight ihrer Sammlung sind halt diese Pockenmoulagen und dann haben wir gemerkt, es sind gerade 100 Jahre und weil eben die ganzen Infektionskrankheiten jetzt mit Corona aktuell sind, hat es dann Sinn gemacht, dass wir das so machen. Genau, und neben den Objekten, die du ausstellst, verfasst du ja auch noch Texte, eben damit man A, aus der Ferne und Informationen noch kriegen kann und B, auch noch was zum Lesen hat, oder? Ja, also die Texte, ich bin immer noch manchmal ein bisschen unschlüssig, weil der Aufwand ist doch recht groß. Es hat sich einfach als Bedürfnis herausgestellt, dann doch noch irgendwas zu den Objekten doch ein bisschen mehr zu sagen, als halt nur in den doch recht kurzen Objekttexten. Und dann habe ich das bis jetzt genutzt, um noch Dinge auszuarbeiten, also um vielleicht doch noch eine längere Einführung zu machen in das Thema, auch noch mehr Bilder zeigen zu können, gerade kleinere Bilder, die man eben in der Vitrine nicht gut zeigen kann. Hast du das irgendwie gelernt, Ausstellungen zu machen? Hast du dich da irgendwie weitergebildet oder konntest du das schon? Nein, das konnte ich überhaupt nicht. Also ich bin ja schon Historikerin und ich habe natürlich Erfahrung gehabt im Texteschreiben, aber so im Studium konzentriert man sich halt eher auf die Texte, man zitiert Quellen und den Umgang mit Bildern hatte ich teils schon gekannt, weil ich in der Kommunikation noch kurz gearbeitet habe, aber mit Objekten ist doch nochmal was anderes, weil ja, die Anzahl Texte, die man dann schreiben kann, um diese Objekte in den Kontext zu setzen, das ist einfach sehr reduziert. Man hat nur ganz wenig Text zur Verfügung, also muss man ganz stark schauen, wie wirkt so ein Objekt, also was löse ich damit vielleicht auch für Emotionen aus und die Auswahl ist auch dann eingeschränkt, weil man kann nur etwas nehmen, das einfach auch ansprechend ist, also entweder ästhetisch ansprechen, weil es einfach schön ist oder irgendwie spannend auf den ersten Blick oder viele Dinge, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen, sind vielleicht ein bisschen weniger geeignet. Und ich habe auch gelernt, jetzt beim Ausstellung machen noch viel mehr mich auf die Objekte zu konzentrieren. Also ich mache jetzt gerade am Anfang, wenn ich ein Thema habe, mache ich zuerst einen Überblick über was könnte ich denn zeigen. Weil es hilft auch, mich thematisch einzuschränken, weil wo ich nichts habe zu zeigen, da muss ich mich ja gar nicht drum kümmern.